Kratos in Rente, Doom-Mods als Premium-Abo, Star Fox im Online-Zwang und das Summer Game Fest als elitäre Dauerwerbesendung für Reiche. Doch während die Branchengiganten nur noch abkassieren, zeigen ausgerechnet Hollow Knight und der Witcher, echter Fanservice ist immer noch King. Sony hat auf der State of Play das neue God of War angekündigt. Kratos geht in Rente und schickt stattdessen seine verstorbene Frau in einem Jenseits-Spin-Off ins Gefecht. Dem Internet gefällt das gar nicht. Aber die Memes, die dabei rumkommen, sind höchst amüsant. Hat man Angst, die Geschichte nach Ragnarök weiterzuschreiben oder warum recycelt man tote Figuren? God of War ohne Kratos ist wie Halo ohne Master Chief. Wenn ich einen Mercedes kaufe, erwarte ich auch Mercedes unter der Haube. Aber dieser Trend ist leider nicht neu. Und das gezeigte Gameplay auch nicht. Marvels Wolverine erscheint am 15. September. Brutales Gameplay, gute Grafik, alles schick. Aber PlayStation wird zu Disneys Spieleabteilung und Insomniac Games ist leider nur noch die Marvel-Auftragsfabrik. PlayStation verliert seine eigene Identität und klebt einfach Lizenzsticker auf AAA-Budgets. Während Sony Lizenzen melkt, bringt Microsoft einen Stealth-Patch für den Game Pass. Kurz vor dem großen Xbox Showcase wurde still und heimlich Xbox Game Pass Premium geändert. Die große Ausbeute zum Start? Ein Spiel namens Total Chaos. Ein nettes Survival-Horrorspiel, aber im Kern ist es eine glorifizierte Total Conversion Mod für das uralte Doom 2. Microsoft sperrt neue Game Pass Premium Tiers hinter einer Paywall und lockt Nutzer mit kostenlosen Community Mods, während für echte Day One Releases der teuerste Abo-Tarif zur Pflicht wird. Und Nintendo? Jahrelang betteln Fans für ein neues klassisches Star Fox Abenteuer. Nintendo veröffentlicht endlich 7 Minuten Gameplay. Und was sehen wir? Einen massiven Multiplayer-Fokus. Anstatt eine brandneue epische Kampagne abzuliefern, remaken sie einfach den N64-Teil und klatschen einen Multiplayer-Modus dran. Sie nehmen eine der ikonischsten Singleplayer-Pilotenerfahrungen der Gaming-Geschichte und machen daraus ein kompetitives Multiplayer-Schwitzfest, weil sich Online-Abos damit einfach besser verkaufen lassen. Apropos Schwitzfest, Marathon bekommt eine freie Zugangsperiode. Bis zum 9. Juni. Season 2 ist gestartet und führt einen Sponsored Survival Modus ein. Ein asymmetrischer PvE Light Extraction Modus. Ein Team plündert die Arena und später kommen Solospieler dazu. Und für sowas ist Destiny 2 beerdigt worden? Doch während Bungie versucht, ein sinkendes Schiff mit fragwürdigen Modi zu retten, wird das Summer Game Fest zur elitären Dauerwerbesendung. Der Gamer-Kumpel Jeff Keighley verlangt eine $250.000 für 60 Sekunden Sendezeit bei diesem Summer Game Fest. Das ist keine Feier der Gaming-Kultur, sondern eine Publisher-Werbeauktion, die unabhängige Indies komplett aussperrt. Hat sich Jeff eigentlich für Highguard entschuldigt? Aber nicht alles ist schlecht. Team Cherry hat offiziell die erste große Erweiterung angekündigt, Sea of Sorrow. Es handelt sich um ein komplett kostenloses Content-Upgrade, das 2026 erscheinen soll. Neue Biome, Bosse und Werkzeuge. Das Studio hält sich bei den Details zwar noch bedeckt, aber der Hype ist da. Wer hätte gedacht, dass es nach dem Release von Silksong so schnell mit frischem, kostenlosen Content weitergeht? Nicht kostenlos, aber erwähnenswert ist der kommende DLC für Witcher 3. Eine Dekade später neuen Content zu bringen, ist einfach Fanservice pur.